Grüß euch, da ist wieder Rucksack-Taxi. Ich bin heute am Wanderparkplatz Kirchbichel. Das ist zwischen Niederndorf und Walchsee. Geht einmal links rein. Ich bin gerade überrascht, 6 € für ein Tagesticket ist geschmolzen. Und ich möchte heute mit euch eigentlich eine ganz kleine Runde gehen über den Wandberg und mal schauen, vielleicht über die Lochner Wasserfälle, die kennen die meisten von euch schon, gehen aber da runter. Auf geht's! Da beginnt für uns die Runden. Das heißt, wir werden auf der Straße dann zurückkommen und jetzt gehen wir links rauf. Das ist, ja, wie es ausschaut, geht es doch von unten mit einem Steigweg und wir werden auch ein paar Straßenstückerl haben. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Man sieht schon wieder die Pfostenmarkierungen von uns. Ist heute keine besonders lange Runden mit relativ wenig Höhenmeter. Ich habe jetzt ein paar arbeitsreiche Tage hinter mir gehabt mit einer PV-Anlage, die ich aufs Dach gekriegt habe. Die waren unwahrscheinlich schnell, genau gesagt an 3 Tagen vor Ort, dann war alles fertig. Ich habe aber ein paar Sachen anders verlegt haben wollen, also hinter einer Holzverkleidung. Und das muss man natürlich dann selber irgendwie organisieren, dass da entsprechend Leerrohre verlegt sind. Da war ich ganz schön eingespannt die letzten 3 Tage. Aber es hat sich rentiert. Ich speise schon ins Netz ein. Was für ein ruhiger Wanderweg. Ich war das zweite Auto am Parkplatz und das erste Auto ist aber praktisch weggefahren, wie ich gekommen bin. Also bin ich jetzt der Erste, der da heute unterwegs ist. Oben am Wandberg werden wir es natürlich kennen, da haben mehr Leute um. Man kann ja auch mit dem Auto bis zur Burg hinauf fahren, aber mir ist das Ruhigere da deutlich lieber. Man muss schon aufpassen. Erste Tellerminen am Wegesrand.
Was für ein Baum. Kurz bevor wir die Hirscheralm erreichen. Neben der Hirscheralm, da ist schon ein Gaudi heute. Da sind ein paar Leute herum, die hört man weit oben lachen. Da wird auch noch eine andere Alm gebaut. Ganz neu. Also was mir zurzeit gefällt, muss ich sagen, dass man, auch wenn leider Beton natürlich überall im Spiel ist, aber dass man wenigstens oben mit Holz arbeitet, dann passt es doch gleich ganz anders in die Landschaft, wenn der Backer erst wieder mal verschwunden ist. Das Wetter, meine ich, wird heute deutlich besser, wie angesagt. Und angenehm ist, es geht gerade überhaupt kein Wind. Einmal ganz im Gegensatz zu den letzten 2 Wochenenden, beziehungsweise 3, weil einmal habe ich auch aussetzen müssen. Da hat es ja kein Video gegeben. Und obwohl die Wolken heute ja tief hängen, sieht man doch relativ weit, muss ich sagen. Jetzt bin ich wirklich bloß am Kurven rum. Und schon ist er da, der Wandberg. Und die Burgalm und die Wandberghütten sind natürlich aus unserer Sicht dahinter. Das taugt einer. Das frische Gras da herum. Schön ist, dass alle einen Händel haben dürfen. Wir fangen jetzt doch wieder mehr an, dass sie es drauf lassen. Weil wenn sie viel genug Platz haben, dann streuen sie auch weniger. Das letzte Mal, wie ich in der Gegend unterwegs war, bin ich da unten an der Alm vorbeigegangen und dann über den Rücken hinauf zum Brennkopf. War damals eine windige Tour und jetzt gehen wir aber ja, unterhalb vorbei und erst zum Wandberg hinter. Ich habe ja schon skurrile Sachen gesehen in den Berg, aber ein Brunnen mit Bruchplatten verkleidet, das habe ich noch nicht gesehen. Wenigstens ist der Rest natürlich. Und am Kaiser Elmarer Tor zum Beispiel, wo wir jetzt rüberschauen, da liegt zwar wieder ganz schön Schnee drin. Wo es da jetzt nur mal so kalt war herunten, da hat es oben noch mal gescheit geschnien.
Jetzt geht es ein kleines Stück bergab. Und das auch nur, weil ich eben jetzt nicht über den Brennkopf gegangen bin. Da hätte man leicht rechts aufgehen können. Sondern ich möchte jetzt weiter zum Wandberg. Und am Brennkopf, den nehmen wir beim Runtergehen mit. Wie gesagt, werde ja runden heute. Und den Weg darüber bin ich zum Beispiel auch noch gar nicht gegangen. Also auch wieder mal interessant, dieselbe Gegend, aber alles kenne ich natürlich auch nicht. Wundern braucht man sich nicht. Die Bauern bitten und betteln, dass sie ein bisschen dran hält und dass man ein bisschen schaut auf den Hund. Ich denke auch, wer einen Hund hat, der wird auch so eine blöde Tüten mitnehmen können. Und damit man sich den Rucksack nicht platt druckt, gibt es auch Boxen. Aber für eine Kuh ist es halt extrem gefährlich und schädlich, wenn die Hundekot frisst. Und die merkt es halt nicht. Wir sind jetzt auf dem Weg, auf den wir dann auch zurückgehen werden. Da führt uns der Weg dann da hinten weiter hinauf zum Brennkopf, den man von da aus sieht. Wir sind also jetzt von rechts raufgekommen und gehen eben links weiter Richtung Burgalm, Wandberghütten, den man da drüben sieht. Der Geigelstor ist vom Moosberg verdeckt und rechts davon sehen wir einen Breitenstor. Kurz bevor es nochmal ein bisschen steiler wird zum Wandberg hinauf, sehen wir vor uns der pyramidenförmige Geigelstor. Links daneben, das ist der Rossalpenkopf oder ein Teil davon. Und links neben dem geht es hinter zur Rossalm. Da wo ich ja letztes Mal durch einen fehlenden Weg nicht hingekommen bin. Jetzt habe ich gesehen in der Karte, sonst war ich da heute auf, dass der Weg immer noch gesperrt ist. Und zwar vom Landratsamt. Also nicht so freiwillig oder so, sondern wirklich. Und jetzt wollte ich aber heute einmal wo ankommen, ganz normal. Und darum habe ich mich entschieden, gehe heute die Tour, die ich so auch noch nicht gegangen bin. Jetzt geht es da hinter der Alm links rauf, da sieht man schon ein Gitter oben. Und dann haben wir bald oben am Wandberg. Die letzten Meter zum Wandberg Kreuz. Da muss man aufpassen. Das ist das Wandberg Kreuz und der Wandberg, der ist da drüben. Ist ja glaube ich 2 oder 3 Meter her, aber natürlich gehen wir zum Wandberg Kreuz rauf. Jetzt sage ich euch nur mal die Aussicht vom Wandbergkreuz. Der Kaiser heute mit seinem Schnee macht ein ganz verrücktes Licht, wo die Sonne rein scheint. Und der Zammelkaiser schaut ein bisschen trüb aus. Ins Winkelkar hinten rein. Pyramidenspitz schaut auch eins runter. Ganz rechts sehen wir auf die Nannspitze. Und ins Indoor hinein ist natürlich schon ein bisschen ein Dunst in der Luft heute. Aber dampfig war es nicht beim Aufgehen. Und da sehen wir über Mangfallgebirge, die Traten und dann am Wendelstor, vielleicht kann man es ein bisschen ahnen,
den Sendemast oben drauf wird man wahrscheinlich durch die trübe Luft nicht sehen. Wie gesagt, da drüben eigentlich der Wandberg, sogar ein paar Meter her. Aber jetzt werde ich noch ein paar Meter rübergehen, dann schauen wir mal auf einen Blick an Geigelstein über und Richtung Brienner Hütten. Da sehen wir auf die andere Seite nochmal. Und da, wo man jetzt gerade außen rüber sieht, das ist das Mulhirndl. Auch noch nicht lange her, wo wir oben waren. Die Tour geht ja dann weiter und wir waren praktisch bis da oben eben beim Mulhirndl. Dann heißt es Mulhirndl Wand, wo wir jetzt hinschauen. Und dann geht es eben die ganze Strecke hinten bis oberhalb von der Gipfelmulden vom Geigelstein. Also beim Rosskopf. Da kommt man auch wieder rüber an Geigelstein. Unterhalb sehen wir die Brienner Hütten. Da werde ich heuer auch noch mal aufgehen. Ich möchte nämlich einmal einen Geigelstein eigentlich links liegen lassen und direkt zum Breitenstein und eventuell gehen zum Karkopf, der jetzt hinter die Baum ist. Wir sind gerade wieder zurück, wo wir vorher da raufgekommen sind. Jetzt natürlich von rechts und vorher sind wir eben zum Wandberg hintergegangen und jetzt geht es da für uns so halb links rüber zum Brennkopf. Da waren wir ja schon oben. Die Stückerl da rüber, glaube ich, habe ich noch nicht gezeigt. Und da ist halt einfach, ich hoffe, dass der Wind noch mal ein bisschen nachlässt, eine gigantisch schöne Aussicht, auch noch mal auf den Walchsee und so weiter. Da war es das letzte Mal, weil ich herum war, auch trüb. Na, mal schauen. Vielleicht haben wir heute ein bisschen mehr Glück da vorne und man kann es einmal ein paar Minuten aushalten. Und da stehen Rosauftalm. Haben sogar ein paar Fohlen dabei. Da meine ich, ist gerade Siesta. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again.
So, jetzt geht es wieder abwärts. Erst der Wandberg, jetzt der Brennkopf. Da war ich jetzt ganz allein zum Brotzeit machen und es hat auch für ungefähr 5 Minuten der Wind komplett aufgehört. Heute habe ich mit mehr Glück gehabt. Und jetzt pfeift es aber wieder ganz schön und darum mache ich mich jetzt auf die Socken. Jetzt geht es runter, ich gehe den schon ein bisschen bekannten Weg Richtung Lochner Wasserfälle runter und dann geht es aber noch mal rechts weg, dass wir wieder auf unseren Parkplatz überkommen. Also ab geht's. Was die Tierarten angeht, haben wir heute volles Programm. Da herum ist eine ganze Schafherden, die auch gerade Mittagspause haben. Gleich geht es wieder rechts runter. Naja, wer das andere Video vom Brennkopf kennt, der weiß das ja schon. Aber ich nehme es nur mal mit auf. Es ist ja da vorne jetzt gut beschildert. Das ist jetzt so ein bisschen das Stückerl, wo es oft einmal nass ist, runter zu und ein bisschen steiler. Und dann sind wir schon wieder auf einem relativ normalen Steig und können normal absteigen. Und dann muss ich aber eben aufpassen, weil es nur mehr rechts weg geht. Es ist jetzt nur mehr ein Schüttel da, ist aber für uns verkehrt tatsächlich, weil wir sind ja am anderen Parkplatz losgegangen. Wir kommen jetzt gerade da runter, die Forststraße, und es ginge jetzt eben gerade weiter und dann ein Linksschlaufen runter Richtung Wasserfälle. Ich habe mich da glaube ich verschaut, ich muss jetzt rechts weg. Ich gehe jetzt einmal da ein Stück rein, ob das wirklich der Weg ist oder ob es tatsächlich, wenn ich noch gerade weitergehe, nur mal rechts weg geht. Ich meine aber, dass wir da eben, weil wir schon auf der richtigen Höhe sind, circa, müsste das mein Weg hinüber sein, wo ich wieder zum Parkplatz komme. Schaue jetzt einmal 100, 200 Meter rein und dann sehe ich auf der Karte wieder genauer, ob es stimmt oder nicht. Heute hat nämlich das Navi auch wieder eine Abweichung und zeigt aber ein bisschen neben der Spur und neben die Wege an. Da muss man eben dann ab und zu genauer hinschauen. Ja, an den Jagerstand und an den Pfeiler von dem alten Materiallift, der da scheinbar mal aufgegangen ist, werden sich vielleicht noch einige erinnern. Ich tue euch das Video einmal in Abspann rein, wo ich heuer schon mal am Brennkopf aufgegangen bin. Da sind wir von da links raufgekommen, eben von Walchsee. Und wir müssen jetzt an der Stelle rechts rüber. Das ist jetzt nur mehr ein Straßenstückerl. Es geht so leicht bergauf, bergab, was ich gesehen habe, aber viele Höhenmeter sind es nicht. Und dann kommen wir wieder da raus, wo ich gesagt habe, da teilt sich für uns die Tour. Klein, aber fein, sage ich. Ein kleiner, aber wirklich schöner Wasserfall da hinten. Unser Runden schließt sich. Wir kommen wieder da raus, wo wir heute in der Früh, ja, natürlich aus der anderen Richtung gesehen, links raufgegangen sind. Und unsere Tour begonnen haben. Ich ziehe noch ein kurzes Fazit von der Tour. Es ist so, mir hat der Rundweg wirklich gut gefallen. Im oberen Teil hat man natürlich ein kurzes Stückerl den gleichen Weg, eben zum Wandberg rauf und wieder runter. Man hat super Einkehrmöglichkeiten auf der Burgalm, auf der Wandberghütten und muss ungleich anders gehen. Es gibt auch noch eine Variante, die bin ich auch schon mal raufgegangen mit euch, wie ich bei meinem Onkel Peter vorbeigeschaut habe. Da kommt man auch zur Wandbergalm und die könnte man auch runtergehen, wenn man das steile Stück im ersten Teil, wie ich abgestiegen bin, nicht gehen möchte. Da kommt man dann so auf halber Höhe raus und hat schon noch ein paar Stellen drin, wo es ein bisschen steiler ist. Und jetzt am Schluss habe ich wirklich Glück gehabt,
Holzfellarbeiten. Da war ein Weg gesperrt, über den ich drüber habe müssen. Das war also ein gewaltiger Umweg gewesen, wenn ich jetzt da nicht durchgekommen wäre. Und ich bin ja gerade noch durchgeflutscht, bevor sie das Arbeiten nach Mittag wieder angefangen haben. Da habe ich halt echt Glück gehabt, muss ich sagen. Da war kein Anzeichen dafür da. Es ist nichts aufgestellt an Schultern, das davor gewarnt hätte. Aber insgesamt muss ich sagen, echt spitze. Es hat nicht einmal geregnet, obwohl es zweimal leicht angesagt war. Ich habe schon gewusst, okay, der Poncho langt mir heute für so einen kurzen Schauer. Und am Gipfel oben, am Wandberg, war dann auf einmal kräftiger Wind. Da hätte ich halt gerne mal mit der Drohne eine Aufnahme gemacht. Das war mir zu heiß. Beim Runtergehen hat es ein bisschen nachlassen. Dann bin ich einmal aufgestiegen und dann ist wieder so ein Böe durchgefahren, dass ich bloß noch runter bin. Man möchte ja auch niemanden gefährden damit. Und ansonsten muss ich sagen, echt eine schöne Runden. Am Brennkopf war es windstark und man hat da wirklich ein bisschen sitzen können. Und ja, ich glaube, mehr muss ich nicht dazu sagen. Man hat es ja auch gesehen. Bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.